Das ist Peter. Peter kommt aus Schaffhausen und ja, Peter hat einen Mercedes-Benz, der ganz außergewöhnlich ist. Ich grüße dich herzlich, Peter. Schaffhausen liegt genau an der Grenze zu Deutschland, oder? Ja, liegt auf der falschen Seite vom Rhein für die Schweiz. Für die Schweiz? Ja, ist auf der deutschen Seite vom Rhein. Ja, da gibt es eine tolle Geschichte. Es gibt eine Enklave, Büsingen, das ist, ich sag mal, mitten in der Schweiz, aber ein Teil von Deutschland. Ja, die können nicht nach Hause ohne über Schweizer Land zu fahren. Ja, sehr, sehr interessant. Ja. Ist das groß eigentlich, Schaffhausen, der Kanton? Nee, ist ein kleiner Kanton. Okay. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, wir gucken uns den mal gerade an. Was ist das? Sowas gibt es nicht zu kaufen bei Mercedes-Benz oder gab es nicht zu kaufen, oder? Nee, der hat eine Schweizer Karosseriebaufirma hat den aufgebaut für die Postbetriebe. Krass, und er ist sehr schmal. Auch 2,30 wie andere auch. Aber er wirkt schmal. Also woran liegt das? Wahrscheinlich, dass er ein bisschen höher ist, oder? Nee, ja, vielleicht mein zusätzlicher Lufteinlass. Sag mal, das ist der Lufteinlass? Ja, dass die Kühlung besser ist, weil ein zu großer Motor drin ist. Und das funktioniert gut mit dem? Ja. Okay. Der ist schon lange jetzt bei dir im Besitz, das Fahrzeug? Er muss schauen. Ja, seit Guck mal gerade nach. Seit 82. Seit 1982? Ja. Hast du den? Ja. Wie 1982? Warte mal, 1982. Töchter, die sind geboren 89, die sind jetzt 32. 40 Jahre. 40 Jahre. In deinem Besitz? Ja. Peter, du bist mein Held heute. Ich bin, glaube auf dem Treffen das Auto, das schon am meisten Mal an dem Treffen war. Wie oft warst du dabei? Ich glaube 39. Ja, einmal habe ich gefehlt und das erste Mal bin ich nicht dabei gewesen. Komm mal jetzt gerade noch mal raus. Also ich bin ganz beeindruckt. Das heißt, du hast ein Fahrzeug, das du so oder so ähnlich seit fast 40 Jahren benutzt, wo du zeitweise auch mal drin lebst, eine Woche, zwei? Nee, ja, die Ferien und Ostern, Pfingsten, Auffahrt. Okay, das heißt, da ist das dein ständiger Begleiter. Es ist eigentlich ein Wohnmobil, so kann man sagen. Man kann drin wohnen, da ist alles drin, da ist wahrscheinlich eine Küche drin, oder? Ja. Das können wir uns gleich mal angucken. Zustand, als du ihn damals bekommen hattest, war der neu eigentlich? Nee, ich meine, der hat ausgedient gehabt bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. So, das war ein Bus, ein Postbus, oder was war das ja? Postbus ist von Wilchingen nach Osterfingen und wieder zurückgefahren. Ja, das Ganze hat er wahrscheinlich einige Jahre gemacht, 10 Jahre oder wie war er im Einsatz? Jahrgang 1968. Ich bin 68 geboren, ja, das heißt also, das Auto ist jetzt 54 Jahre alt. Ja. Echt? Das ist so alt wie ich? Das ist ja krass. Ich habe ihn ausgewählt, weil ich kenne das Auto und das ist hochinteressant. Ich kenne die Front. Wahrscheinlich bin ich zu alt, ja, dass ich das kenne. Also das ist so. Und der hat mich direkt angelächelt. Ja, ist halt wie ein LP 608 Mercedes. Bloß anders. Das heißt, er hat eine große Scheibe, oder? Ja, Ja. da passt der Karton von der Originalscheibe passt da ins Loch rein. Krass. Warte, ich zeig's mal gerade. Dann hast du viele Fenster an der Seite mit drin. Du bist natürlich im Sommer unterwegs, nehme ich an, im Winter nicht, oder? Ja, früher auch Skifahren. Braucht halt ein bisschen Heizung. Rost und Salz hat er ein bisschen. Hält sich in Grenzen. Also er kann einiges ab. Hier unten drunter, was ist hier? Wenn man da öffnen könnte. Muss ich den Schlüssel holen? Geht mal einen Schlüssel holen. Sieht das ein cooles Teil. Der ist so schön. Der war aber immer blau oder war der mal gelb? Der war mal gelb, dann dunkelgelb und dann hellblau und jetzt enzianblau. Cool.
Gasfach und Wasserleitung. So, Gasflaschen hast du mit den Feuerlöcher, die Wasserleitung zum Befüllen. Dann hier, das sieht aus wie die Standheizung. Vielleicht. Ja, jetzt schon. Ist hier hinten versteckt. Also du hast genug Fächer für unten drunter. Das hier waren wahrscheinlich die Gepäckfächer früher, oder? Nein, da stand original die Batterie drin. Ja, und da hat es eine Standheizung drin gehabt, die den ganzen Raum ausgefüllt hat. Mit 16 Kilowatt. Das ist ein Riesending. Ja. Gut, es wird ja kalt hier in der Schweiz und damit die Leute schön warm hatten, hat man eine ordentliche Heizung genutzt, oder? Ich glaube, die Post hatte eine Einheitsheizung, ob ein großes Auto oder ein kleines. Die hatten immer die gleiche Heizung. Ja. So, und das ist ja mal ein Hat Schloss da- hier mit dem Riegel. Das ist für die Ewigkeit gebaut, oder? Ja. Das ist ja cool. Hat hier oben 2 5-Pol-Stecker, wo man die alte da hinten, wo man die alte Heizung einstecken konnte und all zum Service machen rausnehmen. Okay. So, hier vorne, was ist da? Ist das Gas? Außengasanschluss? Oder? Und an den Satellitenschüssel für, wenn die eingebaute nicht geht unterm Baum. Achso, da kannst du eine zweite nehmen. Ja. So eine portable. So, hier hinten hat es noch ein Fach. Da sind deine Stühle drin. Auffahrkeile. Ja, Kantholz, Keile brauche ich nicht. So, das Kanzholz, was hat das für einen Effekt? Du fährst drauf, oder? Aha, kann man immer hinlegen, wie man es braucht. Okay, und dann? Ja, Drauffahren. so hoch, ja, drauffahren und so hoch, wie man will. Ach, du kannst es bauen quasi. Ja, Das heißt, okay, es muss nicht mehr das Neumodige sein. Es geht auch mit Holz. So, von hinten ein richtiger Hingucker. Du hast eine Dachterrasse. Die ist auch begehbar. Was ist da normalerweise drauf auf der Terrasse? ja, ich meine, angefangen hat es halt vor 30 Jahren mit dem Surfbrett. Ja. Du bist Surfer. Du surfst immer noch? Nee, ja, nur einmal in den Ferien. So, hier ist dein E-Bike ist mit drauf. Ja. Das ist natürlich genial, der Halter mit Holz. Stilvoll alles. Wie sind die Reaktionen, wenn du irgendwo unterwegs bist? Ich meine, ich habe das Fahrzeug jetzt schon 40 Jahre, der ändern auch die Interessen. Früher habe ich auch ein Motorrad drauf gehabt. Und ja, wird immer wieder was neu gemacht. So, das heißt, die Leute, die das sehen, die sind schon beeindruckt. Da kommen natürlich Gefühle auf bei vielen Schweizern, oder? Die sowas sehen. Die so einen Bus sehen, die kennen den ja noch von früher, vielleicht nicht in Blau, sondern in Gelb. Nein, das war nur kurz eine andere Farbe. Okay. Verstehe. Das heißt, der war mal eine Zeit lang gelb, oder? Ja, wo er im Dienst war, Und dann wurde er blau umlackiert, oder? ja, habe ich hellblau umlackiert. So, und das ist ja mal eine Kupplung. Das heißt, da brauchst du ja keine Sorgen zu machen, dass das Fahrrad irgendwo mal stiften geht, oder? Ja, hat man früher gemacht zum einander abschleppen. So, das hier ist das Gepäckfach gewesen, nehme ich an, oder? Jo, es ist halt das Fahrrad drauf. Oh, ist nicht schlimm, wenn's. Guck mal, hier eine Flügelschraube. Da hast du wirklich. Es ist ganz pragmatisch für dir. Hallo. Alles gut? Geht so, ja. So, da kommt gerade der Kollege raus. Wir filmen mal kurz sein Fahrzeug. Kennt ich schon vom YouTube. Du kennst mich. Ja. So, ich zeig mal gerade, was hast du denn da? Das sieht aus wie ein Iveco. Ja, ist doch einer. Ist ein einer. So, das hier könnte ein Funkkoffer gewesen sein, oder? Ein belgischer Shelter. Ein Shelter. Ja. So, ich komm gleich mal zu dir. Ja, musst du nicht. Nee, ich bin morgen noch da. Aber ich musste mal ganz kurz gucken, weil das hier ist das Gepäckfach. Schauen Sie nicht zu tief rein. Drinnen könnte Ihre Tochter sein. Ich war mal jung. Und du weißt noch, wann du das drauf gemacht hast ungefähr? War das Ja, vor 80er? 30 Jahren, ja. 30 Jahren? Das heißt, du warst Surfer, warst an den Stränden der Welt unterwegs. Die Mädels, die finden Ja. sowas cool, oder? Nee, ich meine, das war mal an einem Markt, wo sie solche Abziehbilder verkauft haben und dann hat man das gekauft.
Schauen Sie nicht zu tief hier rein, drinnen könnte Ihre Tochter sein. Das ist ein cooler Spruch, der gefällt mir. So, hier hast du noch einen Tisch mit drin, oder was ist das? Ja, eine Bierzellgarnitur, ein Rollbrett, So, hier hast du Holz nochmal. ja. Du hast einen Ofen drin, ne? Ah, nee, das Rostige da hinten wäre eine Wäschetrommel, wo man drin grillieren kann. Okay, eine Grilltrommel quasi Ja. umgebaut. So. Ah, okay, deswegen ist das Holz auch dabei, oder? Ja. Jetzt habe ich verstanden. Okay. Das ist dein Bett. Ja. Ist das hier das Originalbrett, was du hast seit 40 Jahren? Ja. Das hat einiges erlebt, Mhm. das Bettbrett. Ja. Und es hält noch. Ja. Sehr schön. So, ich frage jetzt nicht mehr. Toll, ich finde es gut. Gepäckfach. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Du hast eine große Markise. Ja, aber die ist jetzt nur ein Drittel draußen. Ein Drittel. Ja, das ist 1,50 Meter und ich habe 3 solche Bahnen. Also nein, sie gehen gut 4 Meter raus. Okay. Das heißt, das ist schon eine Windlast, oder? Wenn die ganze aussieht. Ah, für normal habe ich vorne Stützen, wenn es Ja. luftet und dann macht man mit Spannset bei meinem Bruder anbinden. Oh, ich hätte sogar mal ein Foto von dir gesehen damals, als du Surfer warst. So, das ist nicht dein Grill, oder? Nee, der gehört meinem Bruder. Dein Bruder? Ja. Der ist hier nebenan, oder? Das Ja. war da. So, ihr trefft euch ab und zu mal, oder? Ah, nee, wir sind zusammen. Also ja, die Busse stehen zusammen in einer Halle. Okay, und das heißt, er hat einen, du hast einen, ihr habt Ja. dasselbe Hobby. Er ist auch Surfer? Nee, Er ist anders. ja, ich bin auch kein Surfer. Achso, du hast ja gesagt, du hättest damals mal gesurft. Mein Kollege wollte das Surfbrett nicht mitnehmen in die Ferien und dann hat man halt schnell einen Träger drauf gemacht, dass es Platz hat. So, und dann haben die Mädels das Surfbrett gesehen und haben gesagt, hier ist ein Surfer. Okay. 3,39. Nimm dir Zeit und nicht das Leben. Gasolin. Ist das alt, das Schild? Oder? Nee, das ist ein nachgemachtes. Okay. Hier oben Aufstellfenster hast du? Nein, Schiebefenster. Schiebefenster, dass du lüften kannst. Also damals haben die Fahrgäste dann gelüftet. Ja. Ich will gar nicht wissen, was der alles erlebt hat hier, der Bus. Du kannst wahrscheinlich Storys erzählen bis zum geht nicht mehr, oder? Ja, mein 40 Jahre ist was und da hat man viel erlebt. LKW, fern, schnell, gut, den kenne ich noch, den Brummi. Kennst du den noch? Ja, Der Wildhaus, das Fernerlebnis in der Oststraße. Ihr wart noch nie hier, das heißt, das Treffen findet ja immer an einem anderen Ort statt. nee, wir waren schon mal hier. Ja. Aber müsst auch irgendwo im Internet nachschauen, wenn das so war. Ich sehe es gerade. Ist das Geburtsjahr meiner Kinder, 18. 20. August 1989. Ah, ja. Da steht's. Ich habe es gerade gefunden. Krass. So, wir gucken mal rein. Die Ausstattung ist original noch so, wie sie vom Anfang an war. Ja, Das heißt, die Stühle sind 40 Jahre alt. ja, Echt? ja. Ja, wieso nicht? Halten noch. So, dieser Kühlschrank ist auch so alt, oder hast du ihn mal ausgetauscht? Nee, ich hatte die ersten 5 oder 10 Jahre nur eine Kühltruhe. Aha. Ich bin total geflasht. Das heißt, du hast ein Wohnmobil, das wie in der Schweiz, hier könnte auch eine Stube sein, das könnte eine Skihütte sein, hier wo du gerade bist, irgendwo in den Alpen und so weiter. Und du kannst also hier sitzen und Spaß haben, oder? Ja. Oder man kann. Ich muss viel Fernsehen schauen. Ja. Dann kann man ihn vom Bett rumnehmen. Sag mal. So, das ist dein Fernseher, den kannst du einfach drehen. Und du warst auch auf unglaublich vielen Treffen. Trucker, du bist Fernfahrer? Nee. Nee, nur im Nahverkehr. Okay. Das heißt, du fährst die Sachen von A nach B, Ja. bist abends immer zu Hause, oder? Ja. Und nie zur Stadt raus. Es wird ersucht, den Abort während des Aufenthalts des Zuges auf einer Station nicht zu benutzen. Spülen und Abort, das ist ja der Hammer. No job is finished till the paperwork is done. Ja. Das ist der Abort. Jo. Sag mal, das ist doch ein Teil Kultur hier, was du gebaut hast. Das ist ein Wohnmobil Anfang der 80er, hast du gesagt. 82 oder 84?
Krass. Du hast eben irgendwo nachgeschaut. Ja, ich beim ersten Treffen. Oder ist jetzt aus der Bunde? Ich habe Brille nicht da. So 1985 steht drauf. Ah, nein, hinten ist glaube Hinten. Nein, 83. 83 steht drauf, 82 habe ich, 82. ja, habe ich ihn bekommen. 40 Jahre. Da war wahrscheinlich die Technik, Solar gab es noch nicht, oder? Damals? Ah, nee, ich hatte sogar eine Gaslampe eingebaut. Ja. Und dann hat mich euer TÜV hat da keine Freude dran. Der Deutsche, oder? Ja, mit einer Gaslampe im Wohnmobil. Ja, was hat der zu tun, der deutsche TÜV? Ja, Hast sie du damals? haben mich mal, Hast du rausgeholt, oder? ja, Okay. und stillgelegt. So, das ist ein Klappwaschbecken. Ja, das Klo ist ja unten drin. Das Klo ist unten drunter, ein Porta Potty. Ja. Das ist aber eins der ältesten Porta Potties, die ich je gesehen habe. Nee, ja. Nee, Aber das es das sieht genauso zweite oder aus. dritte. Aber es sieht genauso aus wie das, was ich im Moment habe. Das ist ein 245er Porta Potty. Krass. Dann hast du eine richtige Dusche drin. Ja. Ich mag deinen Duschkopf. Der ist. Einer, der nichts kostet. Das Holz. Hast du das selber gebaut damals, den Ausbau? Stellenweise. Ich habe einen Teil ausgebaut gekauft. Ich wollte nur einen Ford Transit mit Ja. viel Rost. Ja. Und dann habe ich den gekauft für 6'500 Franken. Mit der Durchlauferhitzer war schon dabei. Ja, das ist übrigens ein Fiamma. Das ist auch ein Relikt. Durchlauferhitzer. Ja, da kann man halt die Menge warm Wasser machen, wo man braucht. Ja, ich bin sprachlos. Jetzt werden Leute sagen, dann red doch nicht so viel. Das ist deine Spüle Ja, mit Kochfeld. ja. Hier steht vorn und da steht hinten. Wasserpumpe kannst du auch einschalten. Es ist so einfach, wenn man nur will, oder? Ja. So, das Dach ist isoliert. Hast du selber gemacht damals? Nee. Das Sache ist original. Ich habe Original. nur die Holzleisten nicht drauf gemacht, weil die Aluleisten die Wärme, Achso, die Wärme, die Brücke, die Kältebrücke. Okay. es hat wieder vorne drüber, hat es eine Aluleiste und eine Plastikschiene drüber. Und da läuft's an, oder? Ja, dann läuft die Aluschiene läuft an und das Wasser läuft in der Plastikschiene irgendwo wieder raus beim Stoß. So, du hast drei Sitzplätze, dann hast du ein CB-Funkgerät, das ist bestimmt auch schon 30 Jahre alt. Oder? Ja, ein illegales, glaube ich. Ja, ich glaube, das interessiert heute keinen mehr. Und ich eigentlich das Beste ist der große Motor. Ja. Oder wie viel Öl haben wir? Nein. Original ist nur ein 4-Zylinder drin. Was hast du reingemacht? 8 Zylinder. Nein, 6. Ein 6-Zylinder. Ach, das ist Ja. der Grund vorne für die Lüftung, oder? Ja. So. Und der hat damals reingepasst oder ist das hier aus einem anderen Auto? Ja, mit Basteln passt es rein. Wo ist der her, der Motor? Wo kommt der her? Ja, aus dem alten LKW. Hast du selbst eingebaut? Ja. Du bist da fit drin. Du bist Kfz-Mann, oder? Auch. Allrounder, so ein bisschen. Ja, oder jetzt halt nur noch Chauffeur. Okay, jetzt fährst du nur noch. Ist der laut eigentlich, wenn du anmachst? Nee. Nee, ganz leise. Ist auch isoliert. Also ich meine, man sitzt halt schon neben dem Motor, aber ich habe jetzt noch ein anderes Getriebe drin mit Halbgängen von so einem Setra. Nochmal, du hast aus dem Setra hast du das Getriebe eingebaut. Ja. Und den Motor jetzt- hast du aus einem anderen LKW genommen. Ja, und jetzt kann ich mit 100 kann ich noch einen halben Gang raufschalten und dann wird er sehr leise. Okay, das heißt, die Drehzahl sinkt. Ja. Okay, das ist das Getriebe. Ein Busgetriebe. Ja. Dann kann man hier den halben Gang schalten. Was ist denn da rechts an der Seite? Was ist denn das für ein Hebel vom Lenkrad? Die Motorbremse. Die Motorbremse. Ich bin zu faul, um den Fuß zu... Die ist voll, achso, da ist so ein Deckel dann auf dem Auspuff, oder? Ja, der macht den Auspuff zu. Und das hilft. Normal hat... Ja, viel. Ich brauche die Fußbremse nicht mehr. Cool. Ich habe das Loch in der Stauklappe zugeschweißt. Ja. Und jetzt
ist halt der volle Druck da auf der Motorbremse. Ja, und das Wissen über Motoren und Technik, wo kommt das her? Ja, 40 Jahre basteln. Cool. War das viel Aufwand, den einzubauen im Motor? Ja, geht mal. Habt schon was gebraucht. Ein Tag, oder? Nee, jetzt habe ich ihn noch frisch gewechselt vor 4 Jahren. Der Motor war beim Instandsetzer. Das ist ja quasi neu. Jo. Stark. So, das ist dein Kühlschrank. Klein, aber fein. Darf ich mal sehen, was drin ist? Nur Bier. Nur Bier. Nur Bier. Und ein bisschen Limo. Hast du auch noch? Okay. Du hast hier im feinen Krautsalat hast du Schoki. Ja. Gut. Oh. So, und das Thermometer drin, es hat fast 0 Grad. Darf ich dein Bett mal zeigen? Weil das ist. Aber da ist ja nicht, sieht noch nicht so schön aus. Ja, du hast einen Schlafsack hast du drin, aber die Bettfläche, das heißt, Schlafen ist ja ganz wichtig. Aber man schläft hier gut, oder? Ja, man kann quer oder längs, diagonal. Oben, unten, egal. Boah, ich finde dein Wohnmobil gut. Oh, komm, wir setzen uns mal hin. Der Tag ist auch für mich zu Ende. Ich mache morgen mal weiter. Das Treffen, das ist für viele, ich glaube, die freuen sich das ganze Jahr über um hier. Für viele ist das Nationalfeiertag. Das ist so. Das ist gut organisiert. Ihr seid aber kein Verein. Das ist hier frei, oder? Es muss sich jedes Mal wieder jemand opfern, um das nächste Mal machen. Ja. Ist das schwer, jemanden zu finden? Ja. Ja. Und das Treffen gibt es ja schon sehr lange jetzt. 40 Mal, du warst immer dabei quasi. War das am Anfang anders, das Treffen? Waren das viele Fahrzeuge am Anfang? Ja, am Anfang waren es halt nur Schnauzer, Saurer, Ja. wie der gelbe da unten oder der rote da auf der anderen Seite. Ja. Und ich als einziger Nicht-Saurer. Du warst natürlich unglaublich willkommen, nehme ich an, oder? Oder haben die sich gefreut? dass du mal- Ja. Nee, am Anfang gehörte man halt nicht dazu mit dem Mercedes. Ja. Was war denn so das schönste Erlebnis, was du auf Reisen hattest? Kann man da überhaupt von dem Schönsten reden? Oder gibt's zum Beispiel Länder, wo du gerne hinfährst? Ja, am liebsten Deutschland, weil ich keine ausländische Sprache kann. Ja. Schweiz auch mal ein bisschen? Ja, wenig. Wenig. Wo in Deutschland fährst du gerne? Ja, ich gehe der Industriekultur nach. Beispiel? Bergwerk, Eisenherstellung, Hüttenwerk. Das heißt, du warst schon in Völklingen bei uns im Ja. Saarland. Ja. Ist das gut zu sehen, das Weltkulturerbe in Völklingen? Ja. Das ist schon, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es erhalten bleibt, oder? Ja, mich verwundert, dass das TÜV-fähig ist. Verstehe. Oh, ich muss das einfach mal wirken lassen. Das hier ist ein Stück Kulturgeschichte, was du hier hast. Wenn du seit 40 Jahren das benutzt. Es steht in der Halle dann drin. Und dadurch, dass es ja, ich sag mal, gut zu heizen ist, die Winter werden immer wärmer. Das merkst du auch. Das heißt, du kannst immer früher raus jetzt, oder wenn du unterwegs bist? Ja, ich meine, ich glaube, vielmal ist das Bustreffen der letzte Termin. Vielleicht nochmals ein Wochenende und dann wieder Ostern. Und in der Zeit, wenn du nicht im Bus bist, was hast du dann für Hobbys? Ja, jetzt letztes Jahr haben wir auf Lithium-Ionen-Batterien umgebaut. Ja. Okay, das heißt, du baust im Winter den Bus um dann? Ja. Und im Sommer fährst du ihn? Ja. Das ist dein Leben? Ja, irgendein Hobby muss man haben. Du bist jetzt schon Rentner? Nee. Nee, noch nicht. Okay. Darf ich ja fragen, was du machst sonst? Ja, LKW-Chauffeur. Du bist der Nahverkehrschauffeur? Ja. Bist da. Und das machst du so das ganze Jahr über dann? Ja. Ich bin total beeindruckt. 10 Stehplätze. Die Karosseriewerke in Bern. Das heißt, du hast das Stückchen erhalten. Du kennst noch einen zweiten, der hier noch rumfährt von dem Mercedes? Nee, das ist der wahrscheinlich der letzte, oder? Ja, früher war noch mal einer von die
Polizei in Zürich hatte einen als Mannschaftsbus. Ja. Und der war auch mal da in Flüelen beim Treckertreffen. Aber den habe ich noch nie gesehen. Ja, das war's. Und was war das für ein Feeling, als du den gesehen hast? Ja, ich meine, dort mal hat man... Vor 30 Jahren hat man da nicht so drauf geschaut. Achso, da war das noch normal, oder? Ja. Aber heute, das ist schon eine Sensation. Was war denn so, wenn Leute es sehen und die können sich daran erinnern, an die Fahrzeuge? Was erzählen die so? Ja, dort habe ich wenig. Mich verwundert sehr, wie heute die Leute auf einem zugehen, um zu fragen, ob sie ein Foto machen dürfen vom Fahrzeug. Achso, die fragen vorher, nett. Ja, Ja. Und wenn du stehst, kommen viele und fragen? ja. Ja. Ist das schön, wenn man so Ja, für die... nein, man muss immer zuerst studieren, was sie hier fotografieren wollen. Also, Beispiel, was wollen die fotografieren? Ja, mein Auto. Okay. Und ich denke immer, es hat irgendwo einen Ölflecken oder einen Rußpartikel in der Luft. Okay. Ja, das ist jetzt, ich sag mal, Euro 0, nehme ich an. Ja. Und jetzt kommen die Restriktionen, immer mehr Länder und Städte, die verbieten Euro 0. Ist das historisch jetzt schon oder kann man das zulassen? Gibt es in der Schweiz nicht. Gibt's nicht. Also, da muss es neuwertig sein, dass es als historisch gibt. Also es muss in dem Zustand sein, wie es gebaut worden ist Ja. früher. Also in Deutschland würdest du, wenn das vor 40 Jahren so wäre, hättest du eine H-Zulassung. Ja, ich glaube auch. Ja. Auch der Erhaltungszustand wäre H. Ordentlich, ja. Ja. Boah, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie die Leute früher hier in den 70er Jahren, weißt du, damit zur Schule vielleicht gefahren sind oder so und so weiter. Und der dann gefahren ist, der Chauffeur saß dann da vorne. Der hat jetzt 3 Sitze. Waren das früher auch schon 3 Sitze, oder? Nee, ich glaube, hier stand alle noch eher was mit der Kasse. So, und die Tür, wie geht die auf und zu? Ja, mit dem Druckknopf, mit Luft. Also wie man das kennt vom Ja. großen Bus. Aber ich habe es jetzt abgestellt, um die Luft zu sparen. Peter, komm, wir gehen raus. Ich bin beeindruckt. Es ist wirklich ein Wohnmobil, das seit 40 Jahren vom gleichen Besitzer benutzt wird und nicht irgendwie dazu gekauft wurde. Was immer Sie sich in Ihrer Fantasie vorstellen, hinter dieser Tür passiert ist. Ja, ich meine, und dort da muss man ja auch noch. Ist das geil. Oh, ich feiere dich so sehr für den Bus. Der ist so klasse. Hier ist er, der Peter aus Schaffhausen. Ich danke dir herzlich und wir sehen uns nächstes Jahr bestimmt wieder. Ich komme nochmal. Morgen filme ich noch einen ganzen Tag, aber das Bustreffen ist wirklich jeden Cent wert. Und du kennst wahrscheinlich schon viele wirklich schon lange hier auf dem Bustreffen. Ja. Ne? Ja. Was sind da so Storys? Man erzählt sich über die Vergangenheit? Oder? Ah ja, und wo auch der bleibt, Ja. ob es dieses Fahrzeug noch gibt. Also sind doch viele Leute, die du noch von damals kennst, die nicht mehr leben, oder? Mit dem Leben. Nee, ich glaube, das Fahrzeug geht. Sie können vorher nicht mehr fahren. Ja. Oder das Fahrzeug. Also es sind wahrscheinlich die einen oder anderen, die an dem Bustreffen nicht mehr teilnehmen, oder? Ja, aber die kommen dann noch 1- oder 2-mal mit im Wohnmobil. Ja. Und dann ist ja nicht mehr das Gleiche. Ja. Und dann hören sie auf. Dann hören sie auf. Ja. Peter, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielleicht im Treffen im 41. Jahr. Tschüss. Ciao.